Hallo Frau Jung, wir sind ungefähr 4 Monate nach Ihrer FFS und ich hätte ein paar Fragen. Die erste Frage ist, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie die OP machen lassen wollten? Also ich habe mich einfach optisch gesehen noch zu männlich empfunden. Ich musste immer sehr viel Make-up auftragen und ich habe mich immer gefragt, wenn ich irgendwo vor Leuten war, ob die das jetzt mir ansehen oder nicht, dass ich als Junge geboren bin, und das hat mich schon sehr belastet, ja. Mhm. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Na, ich wollte, dass man das nicht so schnell mir ansieht, beziehungsweise dass man es jetzt rein optisch her jetzt nicht direkt drauf kommen würde, dass ich als Junge geboren bin. So. Mhm. Und das war mir schon irgendwo wichtig. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich musste mich vorher immer ziemlich zurecht machen und sehr viel schminken. Und ich bin eigentlich eher so der natürliche Typ. Von daher war das ja für mich irgendwo auch einfach dann aufgrund der Komfortabilität dann, dass ich mir gedacht habe, wenn jetzt bestimmte Änderungen gemacht werden, dann müsste ich auch nicht mehr so viel Make-up auftragen. Ja, aber Sie haben doch bestimmt auch online gesucht, wohin soll ich gehen, um diese OP machen zu lassen. Mhm. Und dann sind Sie auf mich gestoßen. Ja, da bin ich schon vor einigen Jahren auf Sie gestoßen. Ah ja, okay. Und was war dann der entscheidende Punkt, warum Sie zu mir gekommen sind und nicht irgendwo anders gegangen sind? Also die Kosten waren ein Punkt. Ich habe mich auch schon mal woanders informiert und da war es deutlich teurer. Und also die Homepage und auch ihr Auftreten und so, mein Eindruck jetzt von der Toothpaste-Klinik war einfach, ich dachte mir, sieht sehr seriös aus und vertrauenswürdig. Von daher war das für mich okay. Mhm. Und können Sie uns was sagen über das Ergebnis? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich muss mich nicht mehr so viel schminken Mhm. und ich mache auch die Erfahrung, dass wenn ich irgendwo unter Leuten bin, dass man mich jetzt nicht mehr so prüfend anguckt, und ich habe jetzt auch selber vom Gefühl, bin ich da einfach jetzt auch schon nochmal sicherer geworden. Mhm. Ich bin vorher immer dann gerne, von der einen Seite habe ich mich gezeigt und von der anderen Seite nicht, oder habe das vermieden, mich von der Seite zu zeigen, weil ich eine relativ große Nase hatte, und ich fand, dass auch mit der Stirn man das von der Seite mehr sah, und das ist jetzt weg. Also ich zeige mich jetzt einfach gern von allen Seiten. Mhm. Okay. Und wie war die Heilung? Haben Sie viel Schmerzen gehabt? Wie lange hat es gedauert? Ehrlich gesagt, nee, viel Schmerzen hatte ich nicht. Ich kurz nach der Operation, da war das, würde ich jetzt mal sagen, für mich psychisch recht beanspruchend, und das war eher so, das war einfach ungemütlich, so in dieser Fragilität zu stecken. Mhm. Aber wirklich Schmerzen hatte ich jetzt nicht. Mhm. Und was war nochmal Ihre zweite Frage? Also Schmerzen, wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder auf die Straße gehen konnten, Ja, ohne das also das aufgefallen ging ist? nach 3 Wochen eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Was man nur noch gesehen hat, war meine Augäpfel, also das Weiße im Auge, da waren noch Gut, Blutergüsse ja. im Auge drin, das hat man schon gesehen. Also ich Mhm. bin ja auch schon nach 3 Wochen auf die Arbeit. Ich arbeite ja als Sozialpädagogin auch mit Mhm. Klienten und Klientinnen, und die haben mich dann gefragt, was ist mit deinem Auge oder was mit Ja. deinen Augen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wurde operiert, und dann war es aber auch gut. Also Ja. es waren noch Schwellungen da nach 3 Wochen noch, aber in dem Moment wusste ich nicht ganz, was sind jetzt Schwellungen, was sind keine Schwellungen. Also das hat jetzt nicht mehr ausgesehen, als wäre man operiert. Mhm. Ja. Und Komplikationen hat es die gegeben? Irgendwas Unerwartetes? Ja, nee, nicht Komplikationen direkt, aber ich habe mir Sorgen gemacht, weil das Gefühl in meiner Unterlippe, Mhm. das hat schon recht lange gedauert, bis das wieder zurückgekommen ist. Also jetzt ist wieder ganz normal. Ich habe
ganz normales Gefühl in meiner Unterlippe. Aber das hat bisher jetzt am längsten gedauert und das hat bestimmt 2 Monate gedauert, bis das Gefühl, also es war die ganze Zeit kein Gefühl und nach 2 Monaten kam dann auf einmal innerhalb von einer Woche, 1, 2 Wochen kam das Gefühl zurück. Okay. Ja, Sie waren dann auch eine Woche bei uns im Gästehaus, nehme ich an. genau. Ja. Wie war das? Das war sehr gemütlich und schön. Ich hatte ja, also jetzt wegen Corona waren ja auch weniger Patientinnen oder Patienten dort. Und daher hatte ich jetzt mit einer weiteren Patienten einfach sehr viel Raum und das war eigentlich ganz gemütlich, dass wir da so wenige dann waren und wir wurden ja auch sehr freundlich und gut betreut von der Petra. Ja. Das war also alles super. Okay. Und nochmal einen lieben Dank an Petra und auch an das ganze Team. Auch die Krankenschwestern haben auch alle einen super Job gemacht und waren sehr, sehr süß und nett und das hat einfach ein gutes Gefühl gemacht, auch direkt nach der Operation. Ja, schön, das zu hören. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren, vor der OP noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen? Was würde das sein? Irgendwas, was Sie vielleicht anders machen Ja, würden? ich hätte einen Rat an mich, dass ich mir weniger Sorgen machen sollte und dass ich keine Angst haben brauche und dass alles gut gehen wird. Weil ich würde es jederzeit wieder machen. Okay. Also 100% sicher. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns mal Kontakt aufnehmen möchte über E-Mail, wäre das in Ordnung für Sie? Das wäre in Ordnung, ja. Das ist lieb. Vielen Dank für das Interview.